Mein Name ist Thomas Kober. Ich arbeite als Kurator in der Diakonie Weißfrauenkirche im Frankfurter Bahnhofsviertel. Die Kirche ist ein Veranstaltungsort für bildende Kunst. Das bedeutet, in der Kirche finden regelmäßig Kunstausstellungen statt und in der ehemaligen Unterkirche, was früher Gemeindesaal war, ist der Tagestreff für wohnsitzlose Menschen. Wir wollen also verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammenführen, die sich für ein gemeinsames Leben interessieren, für ein gemeinsames gesellschaftliches Leben. Also in der Ausstellung ist ja sehr schön diese Entwicklung zu sehen von Gilbert und George. Man sieht quasi einen Querschnitt aus 50 Jahren Arbeiten. Und für mich war interessant, die ersten Arbeiten, die so in den 70er Jahren entstanden sind, diese schwarz-weiß- und roten Arbeiten, wo der Alkohol, die Wohnsitzlosigkeit und ihre Suche quasi thematisiert wird. Man kann ja sehen, dass dort die Trams auftauchen in den Fotos, man kann sie selber immer sehen und man kann Soldaten sehen, man kann sie aber auch sehen bei den Kirschblütenbildern, wo sie mit den Bambusstöcken durchstochen werden. Also das deutet auf diesen frühen Kampf hin. Ich will mit der Gesellschaft, wie sie bisher gearbeitet hat, was sie gut findet, die Werte will ich nichts zu tun haben. Ich will einen anderen, einen eigenen Weg gehen. Und natürlich schaut man dann auch auf die Personen, die quasi diesen Weg schon gehen und die aber jeden Tag kämpfen müssen. Das sind also diese Plastiksoldaten und die Trams, die völlig kaputt durch London gehen, aber versuchen eben Widerstand zu leisten und versuchen ihren Weg zu gehen, ihren Lebenskampf aufzunehmen. Und für Gilbert und George, denke ich, war wichtig, dass sie gesehen haben, da gibt es eine Gruppe von klassischen Trams, die gegen die Gesellschaft, gegen die Ordnung kämpfen. Denn sie kamen von der Kunstschule und wollten was total anderes machen. Sie wollten ausbrechen aus dem Klischee. Sie wollten ausbrechen aus dem, was dort gelehrt worden ist. Sie wollten einen anderen Weg gehen. Sie wollten sich frei machen. Und das ist auch gut in diesen Bildern zu sehen. Also bei dem Titel muss man klar sagen, für die damalige Zeit, wo das entstanden ist, da war das was Krasses. Die haben damals total Probleme gehabt, Gilbert und George, mit diesen Arbeiten, weil sie diese Wörter verwendet haben. Diese Wörter haben nur Personen verwendet, die auf der Straße gelebt haben. Das war die Sprache der Menschen von der Straße und genau das wollten sie. Sie wollen das quasi aufnehmen. Sie wollen keine Kunst machen für die High Society, sondern sie wollen Kunst machen, wie das Leben ist. Deshalb sind sie ja auch die lebende Skulptur. Sie wollen nicht irgendwas Abgehobenes für eine bürgerliche Gesellschaft produzieren, die sagt, ah, wie schön oder wie nice. Das kommt ja auch immer wieder, das Wort nice bei ihnen. Und sie wollen das machen, was auf der Straße gelebt wird. Früher waren diese Trams, die man kannte, das waren Personen, die quasi widerständig waren, die waren gewalttätig, die waren gegen alle Sachen, die waren wirklich anders. Das waren echte Außenseiter und waren nicht nur Opfer. Das hat sich aber gewandelt. Ja? Diese klassischen Trams, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Wir haben tatsächlich diese wohnsitzlosen, obdachlosen Menschen, die auf der Straße leben, die tatsächlich nicht in Einrichtungen können, die draußen leben müssen. Und wir haben die osteuropäischen Wanderarbeiter, die keine Wohnung finden, die kein Geld haben, die auf der Straße schlafen müssen. Oder wir haben die Gruppe der Sinti und Roma, die auch hier versuchen zu überleben, Geld zu verdienen und die dann auch auf der Straße schlafen. Der Kampf der Menschen auf der Straße, das hat sich gar nicht verändert. Das ist noch genauso wie 1960. Also die Leute müssen hier auf der Straße ums Überleben kämpfen. Da gibt es gar keine Veränderung. Also deshalb sind die Motive, die wir in dem Kunstwerk von den Künstlern sehen, immer präsent und richtig und immer noch quasi tagesaktuell, obwohl das schon so lange her ist, dass sie diese Arbeiten erstellt haben. Was aber auffällig ist, ist, dass sich die öffentliche Meinung, die Sichtweise auf diese wohnsitzlosen Menschen doch zum Positiven verändert hat. Also früher hat man das eher so gesehen, dass das wie so ein Aussätziger war, mit dem man keinen Kontakt haben darf, der nicht dazugehört, der anders war, den man nicht haben wollte. Heute ist es eher so, dass doch sehr viele oder der überwiegende Teil der Gesellschaft sieht, dass diese Menschen Opfer sind und dass man ihnen helfen muss und dass man quasi auch sie unterstützen muss und sollte, dass es ihnen besser geht.
Also ein großer Punkt ist natürlich Ihr Statement Kunst für alle. Das ist natürlich für mich, für uns hochinteressant, weil wir ja auch dieses Ziel verfolgen, tatsächlich Kunst zu öffnen, Kultur zu öffnen für alle Menschen und nicht nur für eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe. Und wir verfolgen das auch so, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel kein Geld für die Ausstellung. Wir bieten nochmal spezielle Angebote an, dass Menschen, die nicht mit Kunst vertraut sind, dass die einen Zugang dazu bekommen. Also man muss nicht studiert haben, man muss nicht sich vorher ausführlich mit dem Künstler beschäftigt haben, um Kunst auf sich wirken zu lassen, sondern man kann das einfach so genießen oder man kann auch darüber streiten.